Liebe Geschwister, ich weiß, an sonnigen Tagen ist es schwierig, einigen Versuchen zu widerstehen. Sei es eine kurze Hose anzuziehen, sei es auf die Bedeckung zu achten oder sei es ins Schwimmbad zu gehen. Wir sind nicht Muslime, um uns nur als Muslim betiteln zu lassen. Wenn du sagst, dass du Muslim bist, dann musst du auch einige Regeln und Normen dieser schönen Religion beachten und ihnen folgen. Dazu gehört auch das Besuchen eines Schwimmbades. Schwimmen ist für einen Muslim nicht verboten. Im Gegenteil, es gehört zur Sunna, zur Tradition des Propheten ali salatu wassalam. Allerdings ist eine Sache nur dann islamisch korrekt, wenn sie auch den Normen des Islams entspricht. Also kurz gesagt, Schwimmen ist nur dann erlaubt, wenn gewisse Punkte eingehalten werden. Einige wichtige Punkte, die zu berücksichtigen sind, lauten wie folgt. Punkt 1. Kleiderordnung. Sei es für Frauen oder Männer. Eine islamisch korrekte Bekleidung ist Pflicht. Solange dies nicht eingehalten wird, ist es nicht erlaubt. Punkt 2. Islamisch passendes Umfeld. Es geht nicht nur darum, dass du dich entsprechend kleidest, auch die anderen Besucher sollten entsprechend gekleidet sein. Du kannst selbst so gut bedeckt sein, wie du möchtest, aber solange eine Frau im Bikini zu sehen ist, ist es für dich nicht erlaubt. Punkt 3, gutes Benehmen. Das gilt generell überall. Wo ein Muslim ist, hat er sich zu benehmen und sich an die Hausordnung anzupassen. Wenn er meint, dass er das nicht kann, dann geht er eben nicht dorthin. Wenn es verboten ist, vom Beckenrand zu springen, dann springt er nicht. Wenn es verboten ist, eine lange Badehose anzuziehen, dann geht er nicht hin. Du willst schon nicht sterben, wenn du einen Sommer nicht ins Schwimmbad gehst. Du wirst aber vieles verlieren, wenn du es trotzdem tust. Denn das Schwimmen wird für einen Muslim dann problematisch, wenn man das andere Geschlecht sehr freizügig sieht. Du kannst jetzt vielleicht sagen, ich gehe dahin, aber ich schaue nicht. Aber was ist, wenn du genau in diesem Moment dort stirbst? Oder lass mich dir ein Beispiel geben. Wenn jemand eine Parfümerie betritt, dort eine Weile bleibt und danach wieder hinausgeht, ohne Parfüm benutzt zu haben, wird diese Person trotzdem gut riechen. Denn der Duft im Laden hat sie trotzdem erreicht. Und wenn eine Person einen Stall betritt, wird sie beim Verlassen nach Stall stinken. So ist es auch mit unserem spirituellen Zustand. Die Spiritualität des Menschen sinkt. Durch den Blick auf Verbotenes schadet er seinem Körper und seiner Seele. Und selbst wenn er angeblich nirgendwo hinschaut, schadet ihm allein schon der Aufenthalt an einem solchen Ort. Allah sagt im Koran, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Und nährt euch nicht der Unzucht. Gewiss, sie ist etwas Abscheuliches und ein schlechter Weg. Allah sagt also nicht nur, begeht keine Unzucht, sondern er sagt, nährt euch nicht der Unzucht. Denn Allah kennt den Menschen. Er hat den Menschen erschaffen. Und wenn der Mensch sich der Unzucht nähert, kann er immer tiefer hineingeraten, bis es schwer wird, sich davon zu befreien. Deshalb müssen wir auf den Befehl Allahs hören und uns dieser Sünde gar nicht erst nähern. Gibt es Alternativen? Im Großen und Ganzen nicht wirklich hier bei uns in Deutschland. Natürlich gibt es hier und dort sicherlich Schwimmbäder, die extra Frauen- oder Männertage anbieten oder die man privat mieten kann. Aber ansonsten gilt für einen Muslim, sich davon fernzuhalten. Genau wie er sich vor Alkohol und Schweinefleisch schützt, muss er sich auch vor dieser Sünde schützen. Denn wir leben als Muslim und möchten auch als Muslim sterben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß, so wie der Mensch lebt, wird er auch sterben und so wie er stirbt, wird er wieder auferweckt werden. Deshalb lasst uns unser Leben so gestalten, dass wir bei der Wiederauferstehung nichts bereuen. Wir haben nur ein Leben. Warum sollte dieses Leben nicht für Allah sein? Möge Allah uns im Sommer und in jedem anderen Moment auf seinem Weg festigen. Allahumma amin. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere den Kanal, hinterlasse einen Kommentar, like das Video und teile es mit Menschen, denen diese Erinnerung gut tun könnte. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.